Hallo, guten Morgen, grüß Gott, herzlich willkommen zum Waldbauer-Vlog KW 43 im Jahr 2021. Heute geht es ans Holzrücken. Das, was bei der Baumfällung jetzt gefällt wurde, das ist hat sich schon ganz schön angehäuft, und bei der weiteren Baumfällung wird es halt immer schwieriger, da die Bäume aufzuarbeiten. So muss jetzt erstmal Platz geschaffen werden. So, jetzt wollen wir den Polderplatz vorbereiten. Hier hatte ich jetzt noch das Langholz hier erstmal hingerückt, damit es auch unten aus dem Weg war vom Anfang des Jahres. Das muss jetzt natürlich erstmal beiseite geräumt werden, weil hier soll jetzt auch der Polderplatz hinkommen für das gefällte Holz. Und ja, bevor es dann wirklich mit den Seilen losgeht, aus dem Bestand das gefällte Holz rauszuziehen. Ja, für die Rückarbeiten, für die es halt meine Videos noch nicht angeschaut haben, habe ich hier halt 4,5 Tonnen BGU-Winde. Hat bisher für mich immer ausgereicht. Jetzt auch ohne Funk. Ich überlege ja dann noch Funk nachzurüsten. Habe ich aber jetzt noch nicht geschafft. Ja. So, und auf der anderen Seite am Frontlader habe ich auch eine BGU Holzverladezange, mit der ich halt auch das Holz greifen kann, transportieren kann. Dann gerade jetzt, wenn es jetzt hier um den Holzpolder geht, aufzubauen, das dann auch entsprechend aufzuschichten, weil das geht mit der Seilwinde ja nicht alleine. Da muss man auch in der Lage sein, die Stämme zu greifen und zu versetzen. Passend und ja, exakt. So, da ist jetzt das Langholz ist jetzt weg. Habe ich jetzt hier auf den Zwischenlagerplatz gepoldert. Und dann wird jetzt hier ein neuer Polder errichtet. Und zwar, wenn man hier oben den Polder aufbauen kann. Und jetzt gibt es erstmal Mittagspause. Mal schauen, wie viel Uhr. 13:12 Uhr. Oh, um 13 Uhr wollte eigentlich der Volker da sein, aber verspätet sich etwas anscheinend. Dann mache ich jetzt erstmal Mittagspause. Rot. So. So, jetzt kommen wir langsam hier zum Feierabend. Heute ist Donnerstag. Das Langholz hatte ich ja jetzt weggemacht, und jetzt geht es daran, den Kurzholz, den Fixlängenpolder hier anzulegen. Gemerkt, da unten, da ist es feucht und schattig, und hier ist es jetzt wesentlich luftiger, trockener, sodass ich das Holz hier noch ein bisschen länger lagern kann. Weil da unten, da ist es jetzt das Jahr, was es jetzt, man hat ja noch kein Jahr gelagert, jetzt vom Frühjahr bis jetzt, bis Herbst.
Sieht schon nicht so gut aus. Es ist jetzt grenzwertig, muss da weg, muss jetzt trockengelegt werden. Sonst fängt es an halt zu verfaulen. So. Ja, wir hatten jetzt heute schon ein bisschen gerückt. Der Volker war ja auch da. Allerdings haben wir jetzt erstmal eine Menge Abraum wegmachen müssen. Weil ich mit der Greiferzange da den Waldrand, den Abraum weggemacht, so dass man da halt auch die Baumstämme rausziehen kann. Das habe ich jetzt nicht alles auf Video. Das ist halt zu langweilig eigentlich. Ja, mit der 241, die Stiel, die habe ich beim letzten Mal an die Grenze gebracht. Ja, die Stiel ist soweit alles noch in Ordnung bei der 241, aber die Kette, die ist jetzt hinüber. Ja, die hat sich so stark gelenkt, dass sie jetzt auch nicht mehr zu spannen ist. Muss ich die Kette tauschen. Das hat so keinen Zweck mehr. Das ist halt für die Kette und Schiene, die bei der 241 drauf ist, ist einfach für die härteren Einsätze, Dauereinsätze nicht gedacht. Ne? Also das heißt, bei der nächsten Baumfällung werde ich dann auch die 362 einsetzen. Und die hat halt eine stärkere Kette, ist etwas robuster, so dass sie halt auch dann den restlichen Fällereinsatz besser übersteht. Ja, ich habe heute mit der 241 noch die dicken Rundhölzer dort geschnitten, teilweise bis ja, über 50er Durchmesser. War nicht so einfach mit dem 40er Schwert. Hat es gepackt, aber das ist halt für diese kleine Kette halt keine Aufgabe, die halt standhält. Wie gesagt, die Kette hat sich schon so gelenkt, dass sie nicht mehr zu spannen ist. Ja, guten Morgen, es ist 8 Uhr, heute am Freitag. Und jetzt habe ich gestern festgestellt, dass ich gestern früh hier die Seilkleider falsch angeschraubt habe. Die müssen hier hinter den Seilkleidhaken. Das scheint leider ein bisschen früh. Ich muss doch so rummachen. Da hatte ich es gestern, glaube ich, auch. Ja, so. Jetzt geht's. So, jetzt soll das passen. So, hallo. Ich soll euch ja noch mal was vom Seilen zeigen, wie ich das hier so praktiziere. Ich habe jetzt die Seilgleitstücke für die Jokerketten jetzt richtig montiert und jetzt zeige ich euch, wie man das jetzt auch in der Praxis anwendet. Jetzt habe ich hier quasi
so eine Strecke aufgebaut. Dann mal hier mit der Schlaufe und dann 2 Stammpaare, die jetzt an den Gleitstücken hängen. So, jetzt nicht so eng dran gemacht, sondern immer noch ein bisschen Kette, dass es noch ein bisschen Spiel hat. Ja, der Volker steht da oben parat, der lacht sich schon einen ab hier. Ja, da warte ich jetzt auf das Kommando. So, Volker, kann losgehen. Halt! Ja, abgegangen. So, das kann halt auch passieren. Ja, das war jetzt der Vorführeffekt, wie man so schön sagt, dass sich eine Kette gelöst hat. Shit happens, sagt der Volker, aber normalerweise hättest du stoppen müssen. Dann hätten wir nochmal vielleicht nachkorrigieren können, aber jetzt ist es so.
So, wer sagt's denn?
So, jetzt ist es Freitag, ja, so 16 Uhr ungefähr. Es ist Feierabend, es ist ja, alles geräumt und auf den Zwischenpolderplatz gerückt. So, hier von den Zwischenpolderplatz wird das Holz noch mal ein bisschen sortiert. Und also das ganz dünne Zeug, das wird hier bei der Seite gelegt, und alles das, was stärker ist, kommt dann da oben auf den Polder, wo es dann auch im gleichen Zug vermessen wird. Ja, jetzt bin ich auch schon ein bisschen fertig, ein bisschen müde. Und jetzt werde ich hier soweit alles abbrechen und dann geht es nach Hause und dann erstmal Ruhe, Erholung angedacht, duschen, weil das Holzrücken ist dann schon anstrengend, die Lauferei, Hang hoch, runter. Ja, die Rückarbeiten, die haben alle sehr gut geklappt. Es gibt dann immer so ein oder zwei Mal, wo es nicht so gut klappt. Das ist normal, da geht die Schlaufe auf oder irgendwas. Aber das ist nicht so tragisch. Wir haben auf jeden Fall effektiv heute arbeiten können. Mit Volker. Also man kann sagen, jetzt als Resümee, dass ja, ein Tag gedauert hat. Einen vollen Tag gedauert hat, die Fläche halt zu räumen. So, das war's für diese Woche. Am Samstag findet diesmal kein Einsatz statt, deshalb ist jetzt am Freitag schon Schluss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren, Glocke zu drücken, damit ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.